Palma ist eine meiner absoluten Lieblingsinseln und nicht umsonst heißt sie Isla La Bonita, weil sie einfach wunderschön ist. Aber nicht nur sozusagen von der Natur, sondern einfach auch von den Menschen. Transvulkania ist für mich ein kulturelles Event, deswegen interessiert uns das. Nicht wegen den ersten oder zweiten Plätzen, sondern ich glaube, die Menschen an der Strecke, den Menschen, denen man dort begegnet, das hat was mit Kultur zu tun, das macht einfach Spaß, das nimmt dich einfach mit. Y hacen, nos hacen una publicidad enorme de la isla. Hier ist halt so viel mehr als nur Laufen. Hier gibt es keine Ecke, die nicht inspirierend ist. Und ich wollte einfach wissen, hey, was passiert, wenn 3 Dudes mit Kamera und Spielzeug hierher kommen und einfach mal einen Film machen. Now I can run the ultra. Ich bin der Raphael und vielleicht kennt ihr mich von Pfefferminz-Film. Normalerweise sind wir mit Teams von verschiedenen Brands unterwegs und schauen, dass Social Media funktioniert und wir auch schöne Formate rausbekommen für YouTube. Wir haben den Film nicht vorbereitet, wir haben 3 Rucksäcke gepackt, wir haben eine Mini, wir haben eine Kamera und wir haben uns. Wer ist dabei? Unser Kameramann, der Björn. Dann haben wir den Alejandro dabei, das ist ein Künstler und ein Physiotherapeut aus Kempten, der kann Spanisch sprechen. Und ich. Und eine Kamera. Was hat mit verschiedenen Fragen gemacht? Zum Beispiel tomamos. Ich brauche jemanden, der Spanisch spricht. Und so ist Alejandro mit dazugekommen und wirklich kennengelernt haben wir uns eigentlich erst im Flugzeug das erste Mal. Tomamos una cerveza. Björn? Tomamos una cerveza. Una Coca-Cola. Ich will einfach nur Menschen begegnen, ich will einfach nur leben. Und die Insel hier ist perfekt. La Palma ist perfekt dafür. Du fährst um eine Ecke, schaut gut aus. Du fährst um die nächste Ecke, die nächste Idee. Und wenn man das macht und einfach sozusagen an den Plätzen, wo man hingeht, ob es an der Bar ist oder am Leuchtturm ist oder wo auch immer, sozusagen einfach mit den Leuten spricht, dann wird man überrascht sein, was man alles sozusagen erfährt und wie offen die Leute hier sind. Entsprechend sind wir sozusagen eine kleine Dreier-Boyband, die hier auf La Palma ist und es einfach jeden Tag lebt und einfach das nimmt, was hier kommt. Der Lauf, der folgt in einer ganz gewissen Route und der fängt ganz im Süden von der Insel an. Das ist ein Leuchtturm und entsprechend wollte ich auch unsere Reise eigentlich dort anfangen, genauso halt wie den Lauf. Und ich meine, Leuchtturm mehr und ich wollte schon immer mit einem Fischer was drehen. Also war ganz klar, Auftrag Nummer 1 ist, wir suchen einen Fischer. Der Tag war wunderbar. Wir haben es geschafft, so einen Fischer hier zu finden, ein bisschen mit ihm reden, ein bisschen über diese Kultur hier kennen. Transvulkania? Yo, muchos años. It's like a short. Muy gordo. But you go a lot in the mountains? Son muchos kilómetros de la Transvulcania. ¿Sabes qué no son? ¿Cuántos? 30 kilómetros. ¿Tú has subido arriba del roque los muchachos? Se ha subido. ¿Recomiendas la experiencia? Es una tirada, es una tirada. ¿Ese día? Es dinero para el negocio del puerto y todo, coño. La gente consume bastante. Cerveza, Es vida para la isla. Y más que nosotros, más como estamos padeciendo el volcán de mierda este. Sí. El volcán este nos parte por mitad con el mundo. Sí. Me llaman a mí me llaman ¿Pero cómo te llamamos? gasolina. Ah, Estamos muy agradecidos. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Ángel. Ay, qué buen nombre. Yo soy Alejandro. Rafael y Björn. Venga. Wir machen Fotos und versuchen Menschen eine Freude zu machen. In Summe war es ja einfach eine wirklich super freie Reise und es war so ein Graffiti-Festival in Los Llanos und entsprechend wurden halt viele Wände neu bemalt und mit verschiedenen Themen bearbeitet.
ich halt eben auch Salah gesehen und spannender Typ, Kamera genommen, abgedrückt. Er hat es sofort bemerkt, hat sich herausgestellt, Flüchtling aus Marokko, er ist eigentlich aus Marokko gekommen, über Fuerteventura auf La Palma gelandet. Ja, dass er Rapper ist und dann haben wir gesagt, hey, hast du nicht Bock, lass auch mal hören, hast du nicht Lust, ein Musikvideo zu drehen? Als wir auf Salah gewartet haben, weil er zu spät gekommen ist, haben wir gesehen, dass eine Wand bemalt worden ist. Und ich bin sofort hingegangen, habe es fotografiert. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, weil ich es einfach cool fand, dass jemand sagen, auch genauso wie wir halt die Stimmung von der Insel aufnehmen wollten. Und so sind wir bei ihm 2 Stunden gewesen, bevor Salah da war und haben das halt einfach genutzt. I don't even want to be petty, but y'all know I'm a tourist, right? Y'all done brung the bull out, so it's hard for me to calm down now. Here we go. Jealous of your situation, nigga, how you figure? I've been stacking chips, trying to make 6 figures. Trying to do the right thing, keep my hand up off the trigger. If you want that snow bun, need to go get her. Cause I ain't worried about it. Let's sue. Das Resümee von dem Musikvideo ist, glaube ich, aber auch gleichzeitig so das Resümee von dem Film. Wir sind mit einem Wildfremden in der Bude gewesen, wo links und rechts so dunkle Gänge abgegangen sind. Also wir haben uns halt nie unsicher gefühlt. Wir haben eigentlich genau das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren da und wir haben das halt voll aufgenommen, wir waren voll offen. Dann drehen wir halt ein Musikvideo. Ja, und so haben wir es dann halt auch gemacht. Yo, sigo con mi rima como un PC, pa' que sepa la vida que yo pasé. Le doy gracias a Dios por lo que no soñé. Salí de mi tierra y emigré en una patera que nunca me imaginé. Encima del mar sin saber nadar, solamente podía rezar a mi Diosito Alá. Inshallah, como dijo mi mamá, no te olvides de llamar pa' poder dormir en paz, sabiendo que mi único hijo va a triunfar. Und deswegen hat uns auch jeder teilhaben lassen. Und deswegen war es, glaube ich, auch wert, diesen Film zu machen. ¿Y te gusta aquí la vida? Sí. Caminando me canta el sensontle, voy sanando un poco mi dolor. Se oscurece la sombra del monte. La Palma und Bananen gehört irgendwie zusammen. Entsprechend sind wir an die erstbeste Plantage gefahren und haben halt gefragt, hey, dürfen wir mit Leuten reden, uns interessiert das. Und so haben wir Juan kennengelernt, unseren Bananenplantagenbesitzer, der uns gleich mit offenen Armen empfangen hat. Und wo wir mit Juan auf der Bananenplantage waren, haben wir sofort eigentlich die Verbindung zu Transvulkania gesehen, weil er eine Cappy davon getragen hat. Para que la nostalgia en la flor. Tengo buenos amigos que son los creadores de la Transvulcania y yo intento ayudar en lo que pueda con ellos, colaborar con ellos. Seine Geschichte und seine Verbindung zu dem Rennen und zu der Kultur dahinter irgendwie zu hören und ja, mega dankbar dafür. Porque es un reto que es maravilloso, es un reto, sales del mar, sales de la cota del mar, subes a zonas medias, subes a lo más alto de la isla, después haces un descenso, llegas al mar otra vez, la llegada es apasionante, es impresionante, es un orgullo tener esta prueba aquí, a nosotros, los palmeros, ¿no? Yo en particular me emociono porque es importantísimo. Und dann hat er uns seine Stories erzählt und auch erzählt, wie er sozusagen dem ganzen Rennen folgt, der Familie trifft, Freunde trifft. Und wie das halt sagen, für ihn eigentlich halt ein mega Happening ist, aber wie er das einfach auch, naja, feiert. Me cuenta que van a venir personas como ustedes de 55 países y es una prueba muy especial para la isla de La Palma. Por ejemplo, esta semana he sacado yo 140 racimos, 140 piñas. 140. He hecho esta semana. Nosotros somos una cooperativa de plátano. Somos una cooperativa, nuestra cooperativa que es Coplaca. Pertenecemos a la cooperativa Coplaca y nosotros somos una cooperativa de 400 y pico socios. Super dankbar, dass wir ihn getroffen haben. War harter Zufall.
Ja, also ich erinnere mich noch, 2023 ist der Vulkan damals ausgebrochen. Und selbst in den Jahren, wo ich jetzt wieder zur Insel fliegen konnte, spürt man und sieht man bis heute, also was das für eine enorme Kraft einfach hat und was da wirklich passiert ist. Además, la isla es maravillosa. La isla podéis ver que es una isla maravillosa. Vivimos de la agricultura y aquí pues estamos bien. Tuvimos la desgracia del volcán. Yo fui un afectado del volcán. ¿Cómo lo viviste? Yo lo viví muy mal porque perdí mucho. Yo perdí cuatro casas que tenía, las perdí. Me las llevó el volcán. For those living on the wrong side of the Cumbre Vieja volcano, the losses are immense. Farmers fear for their crops, while lava flows bury entire villages. Imagínate la agonía, si te la lleva, si no te la lleva, las noches de sufrimiento. Yo particularmente fue un año, quizás un año y medio de los más difíciles de mi vida, de los más complicados, te puedo decir. Pero te doy sinceramente, ahora mismo te digo que soy más fuerte que antes. Esa experiencia vivida ahora mismo me ha hecho más fuerte. Es decir, lograr lo que me pasó y volver a recuperar, se lo recomiendo, que no tiren la toalla. Es decir, la vida es la naturaleza, lo material es material, y lo más importante es la vida humana, eso no tiene solución, y hay que salir para adelante. Es decir, yo ahora mismo, te lo digo de corazón, esa experiencia a mí, tuve un año muy jodido, pero te digo, ahora mismo soy más fuerte que antes. Me ha hecho más fuerte. Es war auch schön zu sehen, wie Leute, die halt durch so einen Vulkan viel verlieren, halt ihre Lebensfreude nicht verlieren. Hoy, por ejemplo, es la vertical. Hoy va a ser un día precioso abajo, en el puerto de Tazacorte. No me lo voy a perder. Si están por allí, seguro que me van a ver, porque voy a estar por allí. Es también una muy bonita carrera, la vertical, de grandes campeones, de gente importante. Und dann hat uns seine Stories erzählt und auch erzählt, wie sozusagen dem ganzen Rennen folgt, da Familie trifft, Freunde trifft und wie das halt sagen für ihn eigentlich halt ein mega Happening ist, aber wie das einfach auch, feiert. Y hoy sí te digo que va a acompañar el día. El día va a estar fantástico, el mar también, si te quieres dar un baño, va a acompañar, porque es donde se hace la salida. La entrega de trofeos también es allí. Y te recomiendo hoy que estés en la vertical. Und ich freue mich, ihn da zu sehen und zu treffen. Habt ihr ihn gefunden? Wir wissen nicht, wo er ist, aber vielleicht sehen wir ihn. Wie der an der Strecke gewesen ist, also was der lebt, ich bin super dankbar, dass wir ihn getroffen haben. Die Mondana Bar bin ich reingestolpert, weil sie direkt an der Ziellinie ist oder an der Ziellinie verläuft und da die Leute noch vorbeikommen werden. Und wo wir das bestellt haben, sind wir mit der Bedienung ins Gespräch gekommen. Und lustigerweise ist der Besitzer eben selbst mitgelaufen oder läuft selbst mit bei diesem Transvulkanier. Und dann haben wir gleich gefragt, hat er nicht Lust vorbeizukommen oder können wir den nicht treffen? Weil es wäre super spannend, wenn wir wirklich einen Local treffen aus einer Bar, der da wirklich auch mitläuft. ¡Vamos, Miguel! Tenía en mi cabeza que quería hacerlo bien alguna vez y el año pasado tuve una época ahí que digo necesito como un cambio, hacer algunos nuevos retos y precisamente le planteé a mi amigo que es el dueño de aquí del local, le dije quiero hacer esto, o sea, quiero quedar en el podio de Palmeros y él me dijo eso es imposible y le digo, pero desgraciadamente el sábado en la Transvulcania va a llover y yo lo que pido es precaución a los corredores porque son muchos corredores los que vienen de muchísimos países, que tengan un poquito de precaución porque esto no es normal que llueva en la Transvulcania. Hoy y mañana van a ser unos días fantásticos, pero el sábado desgraciadamente en la Transvulcania va a llover.
Wir sind in der Früh losgefahren, wollten erstmal zum Start, zum Leuchtturm runter, oder haben uns einen guten Platz irgendwie ausgesucht, an dem wir natürlich nicht hinfahren konnten. Aber wir hatten natürlich einen Plan B, weil wir wussten, in Los Canarios gibt es Kaffee. Und da sind auch die ganzen Leute, die sich egal bei welchem Wetter rausstellen. Für die Läufer war es schwierig, weil die Wetterbedingungen waren echt zart, würde ich mal sagen. Also die waren echt eklig. Und da laufen alle Leute durch. Dauert ungefähr 40 Minuten, ist die erste große Party, wo man mal so ein Gefühl für den Vibe von dem Rennen bekommt. Wir haben angefangen in Los Canarios, weil da ist das erste Mal, dass die Läufer hochkommen, und die ganzen Palmanesen haben da echt eine fette Party aufgebaut. Die hatten ein Riesenproblem, es hat so gestürmt, das Wetter war wirklich nicht cool. Die waren alle auf der Straße, haben sich alle gefreut und die Läufer angefeuert. Also war echt ziemlich cool, das mitzunehmen, diesen Vibe, auch zu so einer frühen Stunde. Wir hatten es eigentlich schön, bis wir von hinten auf den Los Muchachos hochgefahren sind. Es war wirklich ekliges Wetter. Aber war spannend, war viel Wind, war nass, war Regen. Yo espero que sea un hecho histórico en la carrera, que como ha sido siempre, que sea un hecho histórico, que no haya ningún contratiempo, que todo salga bien, como todos los años. Es lo único que pido. Este año pues con un añadido de la lluvia, que bueno, puede ser un inconveniente para muchas personas, pero es lo que tocó. Contra la naturaleza no podemos hacer nada. Und da war halt super neblig, kalt, die Leute haben gefroren, viele haben aufgegeben, weil sie halt einfach nicht vorbereitet waren und weil ihnen einfach zu kalt war. Den meisten, die konnten einfach ihre Finger nicht mehr bewegen, weil die halt einfach keine Handschuhe hatten. Und entsprechend konnten sie sich nicht verpflegen und ihre Sachen halt nicht nutzen. It's getting warmer if you go downwards. That's my only hope right now. It's way colder than expected, but the hard part is hopefully over now. Aber selbst alle, die aufgegeben haben, die Stimmung war gut, die haben sich alle gefreut, die haben sich unterstützt. Also ich habe mehr lachende als weinende Gesichter gesehen, wenn ich ehrlich bin. Und dann ging es zurück in den Finish-Bereich. Und da war halt nochmal eine coole Party. Alle waren irgendwie beisammen, mal jeden gefeiert, irgendwie auf der Ziellinie. In den Bars haben sie gefeiert. Da war immer laute Musik, da haben wir immer getanzt und da wollte ich schon immer hingehen. Und genau das haben wir gestern gemacht. Es que estaban esperándome mis sobrinos, mi hermana, mi madre, ¿sabes? O sea, en el pueblo donde te criaste. ¿Sabes? O sea, lo he visto tantas veces en mi cabeza. Te lo digo, lo he vivido millones de veces. In dem Interview haben wir schon irgendwie, auch wenn es auf Spanisch war, hat man schon irgendwie rausgehört, dass er auf jeden Fall gut ist. Oder halt, und dann hat er auch gesagt, er will unter 9 Stunden laufen. Immer auf der Strecke gesehen und der ist dann wirklich halt Erster geworden von der Insel. Also der war der erste Palmero und er hat es tatsächlich geschafft, unter 9 Stunden zu bleiben. Und wir haben ihn lustigerweise überall wieder getroffen. Ich fand 7 unglaubliche Tage. Wir haben 7 Tage gelebt, wir haben tolle Sachen gemacht, wir haben tolle Menschen kennengelernt. Also, ich mach's nochmal. Thank you.